Einen wunderbaren guten Tag zusammen und willkommen zurück. Heute geht es natürlich um die Europawahl 2019, sprich die gestrige Wahl und die Ergebnisse, die jetzt vorläufig endgültig sind. Das heißt, sie zählen natürlich nochmal durch, aber haben sie sich nicht grandios verzählt, sollte sich da eigentlich nichts mehr ändern. Es ist jetzt gerade bei mir fast 1 Uhr, also mittags, und ja, das ist eigentlich so ziemlich das, was wahrscheinlich das Endergebnis sein wird. Gut, ich weiß, viele von euch sind eigentlich wegen Informatik bei mir auf dem Kanal. Wir werden aber heute auch sehen, wie die Informatik die Politik beeinflussen kann und umgekehrt. Das heißt, ja, deswegen ist das vielleicht auch trotzdem nicht ganz unrelevant für euch. Okay, gut, wir wollen uns mal ganz kurz angucken, wie eigentlich Deutschland gewählt hat. Wir sehen, hier ist immer noch alles schwarz, fast alles zumindest, abgesehen von diesen paar Blöcken hier, die AfD und Grün sind, und diesen beiden Blöcken hier, die rot sind. Also SPD und Grün ist natürlich, sind die Grünen und die Schwarzen. Naja, das ist die CDU. Immer noch stärkste Kraft in den allermeisten Bundesgebieten, beziehungsweise Bundesländern. Aber naja, vielleicht hat das trotzdem nicht unbedingt was damit zu tun, wer gewonnen oder verloren hat. Denn wenn wir uns mal die Zahlen angucken, sehen wir, dass im Vergleich zur Europawahl 2014, also der untere Balken ist die Europawahl 2014, eigentlich die ganzen großen Parteien und auch die CDU, CSU ordentlich Verluste gemacht hat. Und das heißt, wir sehen hier, ey, die haben, naja, 6% ungefähr verloren. Wenn man es genau haben möchte und vielleicht noch ein bisschen schöner haben möchte, 6,4%. Die Grünen haben fast 10% zugelegt und die SPD hat über 11% verloren. Das heißt, die SPD ist eigentlich der erste Verlierer in dieser ganzen Wahl, denn sie sind jetzt nicht mehr die zweitstärkste Kraft und damals waren sie eigentlich nicht allzu viel hinter der Union, sondern sie sind jetzt nur noch drittstärkste Kraft, weil die Grünen einfach so viele neue Wähler dazu bekommen haben. Ziemlich heftig, aber ja, eigentlich vorherzusehen. Ich hatte nur erwartet, dass die Union vielleicht noch ein paar mehr Leute verliert, denn immerhin waren die eigentlich diejenigen, die das meiste verbockt haben, aber offensichtlich sehen die meisten Leute einfach nur noch die SPD als CDU, CSU 2.0 und dann denken sie sich, hey, wir können gleich irgendwen dort wählen oder gehen zu jemand anderem. Also so wird es wahrscheinlich, so vermute ich, dass es gelaufen ist, das ist aber nur geraten, das weiß ich leider nicht. Ich kann nicht in Köpfe reingucken, zumindest noch nicht. Okay, ja, die AfD hat natürlich zugelegt, das war zu erwarten. Die Linken haben ein bisschen verloren. Das weiß ich nicht, ob das zu erwarten war. Die FDP hat ein bisschen dazu bekommen. Eigentlich war prognostiziert, dass sie mehr dazu bekommen. Und die Partei hat ihr Ergebnis vervierfacht. Nun, wo wir hier gerade die 5%-Hürde übersprungen haben, sehen wir, okay, die Partei hat 2,4%. Die dürften ja eigentlich gar nicht drin sitzen, oder? Doch, bei der Europawahl oder im Europaparlament gilt keine 5%-Hürde. Das heißt, die Partei und auch die Freien Wähler und die Tierschutzpartei und die ÖDP, Volt und die Familienpartei und auch die Piraten, die haben alle zumindest einen Sitz, beziehungsweise auch mal 2 oder 3 Sitze in dem Parlament, im Europaparlament. Und das ist schon einiges, wenn man sich das dann nachher mal so anguckt. Okay, gehen wir mal ein bisschen weiter nach unten und zwar hierher, da sehen wir nämlich das Ganze als Ergebnis. Und hier sehen wir, naja, Schwarz-Rot reicht nun nicht mehr aus, um also ich meine, das ist noch nicht die Koalition, aber zumindest an den Sitzen kann man sehen, dass Schwarz-Rot nicht mehr ausreichen würde. Und wenn man sich das dann überträgt auf die Bundestagswahl, dann wäre hier auch die GroKo wahrscheinlich nicht mehr möglich, weil wir einfach weniger, also weil die beiden zusammen, also CDU, CSU und die SPD, wenn man das Ergebnis wirklich jetzt 1:1 auf die Bundestagswahl überträgt, die haben dann einfach keine Mehrheit mehr. Und das ist wirklich historisch. Die hatten eigentlich immer die Mehrheit. Das waren die 2 großen Parteien. Aber gut, da wir hier nicht Bundestag gewählt haben, können wir eigentlich nicht von einer Koalition reden. Aber normalerweise spiegelt das Ergebnis immer so ein bisschen das wider, was auch bei der Bundestagswahl, wenn jetzt morgen eine wäre, anfallen würde. Okay, wir sehen hier auch, dass die CDU, CSU 5 Sitze verloren hat und die Grünen haben ihre Sitze fast verdoppelt. Die SPD hat fast 50% ihrer Sitze verloren. Und ja, dann sehen wir hier eben noch die anderen Parteien, die dann auch ein paar Sitze dazu bekommen haben, beziehungsweise auch wie die Linken und dann ein bisschen verloren haben natürlich. Genau. Okay, das ist schon mal recht beeindruckend. Doch was genau heißt das jetzt? Zunächst einmal möchte ich noch einen kleinen anderen Punkt zeigen, und zwar die Wahlbeteiligung. Die Wahlbeteiligung ist extrem nach oben gegangen. Und zwar hier über 10% mehr, um genau zu sein 13,3% mehr, als in der letzten Europaparlamentswahl, die 2014 stattgefunden hat. Und das ist nicht nur in Deutschland so. Das ist in Polen zum Beispiel, hat sich die Wahlbeteiligung verdoppelt. Oh, gut, okay, die hatten auch nur eine Wahlbeteiligung von 7,5% bei der letzten Europaparlamentswahl. Jetzt haben sie 15%. Ist immer noch wenig, aber hey, verdoppelt, ja. In Frankreich auch über 10% mehr geworden. Also da waren es irgendwie so um die 35%, meine ich. Und bei der jetzigen Wahl waren es über 40%.
Also nicht ganz, also waren schon 43 oder sowas, glaube ich, waren es. Nicht ganz 10% mehr, aber schon auch deutlich nach oben gegangen. Und das ist schon beeindruckend. Denn das spricht normalerweise immer dafür, dass Leute unzufrieden sind. Man kann es eigentlich nicht anders ausdrücken. Wenn viele Leute zur Wahl gehen wollen, viele Leute was ändern oder etwas erreichen, und das zeigt sich dann eben natürlich dadurch, sprich, die Leute sind eigentlich unzufrieden und beschäftigen sich aber auch ein bisschen mehr mit Politik als noch vor 5 Jahren und davor vor 5 Jahren und davor vor 5 Jahren. Das heißt, wir sehen hier, die Politikverdrossenheit geht eigentlich, naja, Verdrossenheit ist vielleicht trotzdem das richtige Wort, aber die Beteiligung, die steigt. Und das ist schon beeindruckend. Das heißt, viele Leute wollen noch was erreichen. Und diese vielen Leute sind natürlich auch junge Leute, die etwas erreichen wollen. Also ich habe zum Beispiel jetzt auch noch nicht bei so vielen Parlamentswahlen fürs Europaparlament mitmachen dürfen. Ich bin ja auch gerade mal hier, zu alt, aber trotzdem noch nicht so alt, dass ich viele Wahlen erlebt hätte. Okay, habe ich. Zumindest teilweise. Egal. Aber wir sehen das vor allem hier. Und zwar, das ist der Stimmanteil unter Erstwählern, den ich auch schon auf Twitter vorhin geretweetet habe, denn diese Grafik ist wirklich sehr beeindruckend. Wir sehen hier eigentlich die CDU, CSU und die SPD sind genauso wie manch andere Parteien, also zum Beispiel die Partei hat deutlich mehr, also was heißt deutlich mehr, 2% mehr als jetzt zum Beispiel die SPD, und selbst Linke und FDP sind eigentlich stärker als SPD und die AfD ist die schwächste Kraft, aber die Grünen, die sind halt fett oben. Und das könnte man sich einfach nur so erklären, dass die jungen Leute einfach ins Internet gehen und sich dort informieren oder auch eben Sachen mitbekommen wie das Rezo-Video. Denn da, glaube ich, ist ordentlich nochmal was passiert. Wir haben ja mehrere Problemzonen gehabt, wo die CDU, CSU und die SPD nicht ganz so gut weggekommen sind, möchte ich jetzt mal so behaupten. Wir hatten zum Beispiel Artikel 13, wo auch viele junge Leute demonstrieren gegangen sind. Wir hatten jetzt eben das Rezo-Video, wo eigentlich quasi einmal CDU komplett zerstört wurde. Und für viele war eigentlich so ein bisschen vermutlich die Schlussfolgerung, ohne das jetzt werten zu wollen, dass sie vermutlich einfach zu einer anderen starken Partei gehen, die aber trotzdem ihre, zumindest das wahrnimmt, was sie wollen. Und das sind die Grünen gewesen hauptsächlich. Denn ich habe zum Beispiel auch auf der Demo gesehen, hey, da sind ein paar Grüne, die auch gegen Artikel 13 demonstrieren. Das ist natürlich beeindruckend und ja, das erklärt auch so ein bisschen den Stimmanteil unter den Erstwählern. Erstwähler hier als, nicht unbedingt Repräsentation für alle jungen Wähler, denn ich zähle mich jetzt auch noch zu den jungen Wählern, gerade so vielleicht. Verdammt. Okay. Aber trotzdem kann man da zumindest ablesen, dass ein Trend weg von den beiden großen Volksparteien zu sehen ist. Und ja, das sagen zumindest alle Experten, das spiegelt sich vermutlich auch in der nächsten Bundestagswahl wieder. Und die nächste Bundestagswahl, die braucht noch ein bisschen, die ist erst in 2 Jahren. Aber was ganz wichtig ist, die SPD und die CDU haben in ihrem ich weiß nicht, ob es im Koalitionsvertrag drin steht, aber in ihren Verhandlungen haben sie gesagt, nach 2 Jahren wollen sie Bilanz halten. Und das ist nach der Europawahl der Fall. Sie wollen Bilanz halten, ob das Ganze sinnvoll war, was sie getan haben in dieser großen Koalition. Das kam von der SPD, weil die eigentlich keinen Bock hatten auf eine große Koalition, aber sich da irgendwie so ein bisschen reindrücken lassen haben. Und da haben sie gesagt, okay, wir wollen mal gucken, ob das wirklich gut läuft, mit denen noch ein zweites Mal eine Koalition zu machen. Und da muss man ja jetzt fairerweise sagen, nee, läuft nicht gut. Denn die Europawahl, die spiegelt schon so ein bisschen wider, was die Leute auch national wollen. Ich glaube, dass wenige Leute zur Europawahl gegangen sind und gesagt haben, hey, ich hasse eigentlich die SPD, aber was die auf Europaebene machen, das finde ich toll. Das glaube ich eben nicht. Das glauben auch Experten eigentlich nicht. Weil es vor allem nicht so sehr verschieden ist und deswegen kann man eigentlich so ein bisschen sagen, okay, das Ergebnis ist trotzdem so ein kleines bisschen repräsentativ auch für die nächste Bundestagswahl. Und die SPD hat eigentlich jetzt schon einige Leute, die sagen, hey, wir wollen eigentlich aus der GroKo raus, wir haben keinen Bock mehr. Und deswegen überlegen sie sich, also zumindest manche überlegen sich tatsächlich auch schon jetzt Neuwahlen. Denn das war das, was sie vor 2 Jahren angekündigt haben. Wir wollen Bilanz ziehen, wir wollen drüber reden, ob das auch wirklich sinnvoll ist. Und das Ergebnis, zumindest unter Erstwählern, aber auch das Ergebnis der Europawahl, sagt mir, nein, eigentlich nicht erfolgreich gewesen. Und ja, das ist auch schon relativ spannend. Das heißt, wir werden sehen, da wird sich eventuell auch noch was tun auf Bundesebene, das heißt auf Deutschland-Ebene. Und zu diesen paar Erstwählerstimmen hier, warum ist das eigentlich so wenig repräsentativ für die gesamte Wahl? Also ich meine, wir sehen zwar, dass die Grünen ordentlich an Stimmen gewonnen haben, aber wir sehen nicht dieses krasse Ergebnis, was wir hier sehen können.
Naja, das liegt ganz einfach an unserer Demografie in Deutschland. Wir sehen hier, das ist die Grafik, die ihr haben wollt, wie sich das eigentlich alles entwickelt. Wir sehen, dass die Leute, die Erstwähler sind, die sind wahrscheinlich hier in diesem Bereich irgendwo um die 20. Denn ab 18 darf man wählen und man ist Erstwähler, wenn man bei der letzten Wahl noch nicht gewählt hat. Sprich, man dürfte nicht älter sein als 23 ungefähr. Also irgendwo hier. Sagen wir mal, die jungen Wähler, die ähnlich wählen, gehen so bis um die 30, ja. Ich bin wirklich alt geworden, egal. Auf jeden Fall sehen wir hier oben auch, dass deutlich mehr Leute älter sind als diese kleine Gruppe, nenne ich sie jetzt einfach mal, die jungen Wähler. Das heißt, diese jungen Wähler, die haben zwar schon einen gewissen Einfluss, aber eben einen deutlich geringeren Einfluss als eben diese ganze Traube hier. Denn die Leute werden einfach älter, aber das heißt nicht, dass sie sich auch wirklich mit dem befassen, was vielleicht in 5 oder 10 oder 20 Jahren noch passiert. Weswegen auch ein paar Parteien tatsächlich, und das ist kein Scherz, wirklich ein Höchstwahlalter gefordert haben, was natürlich schwer machbar ist, aber trotzdem gab es. Aber es war, glaube ich, eher ironisch gemeint. Aber trotzdem war es cool. Eigentlich nur, weil man es witzig finden könnte. Aber gut. Ja, aber das erklärt so ein kleines bisschen den Einfluss von den eben noch jungen Wählern, aber eben halt sehr, sehr wenigen jungen Leuten. Also wir sehen hier zum Beispiel auch, da wird es nochmal irgendwie ein bisschen dünner werden und das hat natürlich auch so seinen Einfluss darauf. Gut, lasst uns mal auf Europaebene gucken. Jetzt wird es ein bisschen verwirrend, weil ihr die Namen wahrscheinlich nicht kennt. Die EVP ist die Europäische Volkspartei, das ist quasi die CDU, die S&D sind die Sozialdemokraten, also quasi die SPD und die ALDE, naja, das sind die Liberalen, also quasi die FDP, die Farben stimmen also trotzdem. Die Grünen sind die Grünen, wer jetzt gedacht, und dann wird es hier ein bisschen komplexer. Sagen wir einfach mal, die blauen Parteien sind alle so ein kleines bisschen Richtung rechts. Denn die Farben stimmen eigentlich so in diese Richtung und die wollen sich jetzt tatsächlich so ein bisschen vereinigen auch. Also, was heißt vereinigen, aber ja, also wir sehen hier die Konservativen und Reformisten. Wir sehen hier die Nation und Freiheit und wir sehen hier die Freiheit und direkte Demokratie, wobei direkte Demokratie mal was Schönes wäre. Aber, ja. Okay, und dann sehen wir hier eben auch noch die europäische Linke, vereinte europäische Linke Partei und die nordische grüne Linke. Das, hat mir davor auch nicht wirklich was gesagt, aber was wir vor allem sehen können ist, dass hier die beiden ordentlich auch wieder verloren haben. Also die Europäische Volkspartei nicht nur in Deutschland verloren und die Sozialdemokraten auch nicht nur in Deutschland verloren, aber man sieht hier auch, dass die ALDE, also die Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa, quasi die Gelben oder Liberalen, dass die auch ordentlich dazu gewonnen haben. Wenn wir uns dann das mal hier oben angucken, das sind die tatsächlichen prozentualen Stimmverteilungen. Dann sehen wir hier, okay, normalerweise war es immer so, dass eigentlich die beiden großen Parteien gemeinsam, also tatsächlich in jeder europäischen Wahl bisher war es so, dass die EVP und die S&D, dass die beiden gemeinsam eine Regierung stellen konnten, weil sie einfach jedes Mal über 50% kamen. Das heißt, man hatte quasi immer, weil es einfach so viele Parteien auch gibt, man hatte quasi immer eine große Koalition im Europaparlament und die konnte quasi alles durchdrücken. Das ist jetzt nicht mehr so. Also wir sehen hier, die beiden Parteien sind jeweils unter 25% gerutscht und die Sozialdemokraten sogar unter 20%. Das heißt, es reicht jetzt nicht mehr für eine große Koalition. Die können eigentlich gar nichts mehr miteinander machen. Die können eine Minderheitsregierung stellen, aber das wird man normalerweise nicht wollen, denn da muss man sich ja mit seinen Konkurrenten oder mit der Opposition auseinandersetzen, damit man auch ein paar von den Stimmen bekommt. Und das will man natürlich nicht. Oder man bringt einfach keine Gesetze mehr durch. Das wäre dann das andere Ergebnis, wenn man sich nicht auseinandersetzt. Ja, wir sehen also, es ist keine Möglichkeit für zwei Parteien, sich zusammenzuschließen und eine Regierung zu stellen im Europaparlament. Und das ist auch, glaube ich, historisch. Das gab es noch nie. Das heißt, die müssen jetzt mal sich zu dritt an den Tisch hocken und dann wirklich verhandeln und überlegen. Und das wird ziemlich spannend werden. Denn ja, das ist gar nicht so ohne. Weil 3 Leute, die eine Meinung haben, oder 3 Parteien, die eine Meinung haben, müssen sich dann auf einen Standpunkt einigen. Und das führt im Normalfall zu mehr Debatten und vielleicht auch zu einem besseren Konsens, der nicht nur einfach von 2 Parteien existiert oder erstellt wird, die quasi schon immer fast als eine Partei sich, zusammengerauft haben. Also auch hier ist der Trend wieder erkennbar, dass sich eigentlich eine GroKo nicht so gut macht, so generell. Und dass sich das vermutlich auch auf Deutschland-Ebene wahrscheinlich ähnlich auswirken wird, wenn man jetzt eben Neuwahlen hätte. Gut,
Ein letzter Punkt, den ich gerne noch kurz ansprechen möchte, das sind die neuen Abgeordneten, die wir bekommen werden. Die meisten Namen werden euch vielleicht nicht sagen, ihr könnt aber auch einfach mal nachgucken, wer die Abgeordneten sind. Was ich allerdings witzig finde, oder vielleicht auch die am bekanntesten unter den jungen Zuschauern ist, die ich wahrscheinlich auch auf meinem Kanal habe, ist Marlene Mortler. Die wird nämlich jetzt ins EU-Parlament einziehen und das wird manche vielleicht eher traurig stimmen. Andere werden vielleicht ein kleines bisschen jubeln, denn wir bekommen dadurch eine neue Bundesdrogenbeauftragte. Und so ist das eben auch mit einigen anderen Ämtern. Also ich habe jetzt einfach mal Marlene Mortler genommen, weil sie am bekanntesten ist, nehme ich mal zumindest an. Die anderen Namen könnt ihr gerne mal nachgucken. Das sind auch viele Beauftragte oder Minister oder sowas dabei und die müssen natürlich alle ersetzt werden. Das heißt, da wird sich einiges tun. Wir brauchen neue Posten, die irgendwo verteilt werden müssen unter den Leuten, die sie natürlich nehmen wollen und die auch gerade in der Regierung drin sitzen. Und so hat auch wieder die Europawahl einiges an Einfluss auf die Bundesgeschichte, also auf die nationale Ebene, denn dort werden jetzt die ganzen Ministerposten etc. zumindest teilweise neu vergeben und das wird ziemlich interessant werden zu sehen. Da freue ich mich auch schon ein bisschen drauf. Okay. Ja, das war's eigentlich von meiner Seite. Wir haben heute gesehen, dass die Europawahl durchaus auch Einfluss hat auf die nationale Ebene und dass hier auch das Internet bei den jungen Leuten ziemlich eindeutige Auswirkungen hat auf das, was sie wählen. Und naja, gut, dass die Politik Einfluss auf das Internet bzw. auf generell Informatiker-Themen hat, das wissen wir ja schon länger. Spätestens seit Artikel 13 ist es, glaube ich, relativ deutlich geworden. Aber ja, ihr könnt einfach mal meine News-Videos durchgehen, da findet ihr wahrscheinlich genug. Gut, das war's von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.